In diesem Video möchte ich einmal auf die Frage eingehen, die mir hin und wieder gestellt wird, und zwar, welche Art von Hardware kann man denn nutzen, wenn man mit MetaTrader arbeiten will? Ich zum Beispiel mache dieses Video gerade auf einer virtuellen Maschine. Das bedeutet, man hat hier im Hintergrund ein Betriebssystem, auf dem VirtualBox läuft. VirtualBox ist eine kostenlose Virtualisierungssoftware, die man im Internet herunterladen kann. Und in meinem Fall laufen jetzt hier ein Windows-Betriebssystem als Gast auf einem Linux-Betriebssystem, welches ich als Host nutze. Man könnte hier beispielsweise auch mehrere Rechner nebeneinander laufen lassen. Falls man keine Virtualisierungslösung nutzen will, kann man auch über VNC einen entfernten Rechner aufrufen. Ich habe davon hier einige und wenn ich auf Connect klicke, gebe ich mein Passwort ein und dann wird hier eine VNC-Verbindung mit dem entfernten Rechner hergestellt. Der MetaTrader lässt sich ganz normal bedienen. Bis heute haben wir 2219 € Profit gemacht mit dem Crowd-Algo-Trading-System. Das ist der Bruttobetrag, der Nettobetrag ist etwas niedriger. Und ich kann jetzt hier über meine VNC-Verbindung unterschiedliche Rechner aufrufen. Das hier ist ein Windows 10 System auf einem sogenannten Compute Stick. Man kann über VNC aber auch mit Linux oder anderen Betriebssystemen arbeiten. Über VNC lässt sich alles ganz normal bedienen. Im Februar möchte ich ein neues Experiment online stellen mit einer MQL5-Version vom Crowd-Algo-Trading-System. Für die MQL4-Version habe ich im Januar jeden Tag ein Live-Video online gestellt. Und für die MQL5-Version habe ich mir einen neuen Mini-PC gekauft. Der ist etwas größer als eine Zigarettenschachtel. Man kann das auf dem Foto vielleicht ganz gut erkennen. Ich habe mal einen Kugelschreiber daneben gelegt. Diese Geräte kosten so um die 100 € bei Amazon und lassen sich an einem Fernseher oder einem Bildschirm mit HDMI-Anschluss betreiben. Die etwas teurere, aber auch coolere Variante sind diese Geräte hier von einem Hersteller, der so ähnlich geschrieben wird wie GPS. Aber wir wollen ja hier keine Werbung machen. Vielleicht kennen Sie diesen Formfaktor noch von den ehemaligen Pocket-PCs. Früher liefen die dann mit einer sehr abgespeckten Variante von Windows Mobile oder Windows CE. Aber auf diesen beiden Geräten ist ein vollumfängliches Windows 10 installiert. Und jedes dieser Geräte hat 8 GB Arbeitsspeicher. Damit lässt sich der MetaTrader schon komfortabel betreiben. Eine weitere Variante, die ich auch nutze, sind sogenannte Compute Sticks. Die haben in etwa die Größe von einem herkömmlichen USB-Stick, sind ein bisschen größer, haben USB-Anschlüsse und eine Stromversorgung. Und auch auf diesen Geräten läuft ein vollumfängliches Windows 10. Das hier ist so ein Gerät mit 2 GB Arbeitsspeicher. Es handelt sich um eine 32-Bit-Version, aber der MetaTrader läuft darauf ganz performant. Neben den bis jetzt gezeigten Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch die guten alten Netbooks. Ich habe hier eine Variante, die ist locker 10 Jahre alt. Wenn man die allerdings mit MX Linux betreibt, laufen die 2 GB und der alte Atom-Prozessor ganz performant. Und über die Software Play on Linux oder Wine kann man den MetaTrader auch auf Linux installieren und laufen lassen. Natürlich gibt es zum guten Schluss auch noch das gute alte Handy. Auf dem lässt sich der MetaTrader allerdings nur anzeigen. Automatisierte Systeme kann man damit nicht betreiben. Ich nutze hier die Android-Version und soweit ich weiß, gibt es dafür auch noch eine Version im Apple Store. Und damit kann man unterwegs mal schauen, wie das Konto so gerade aussieht. Neben den hier genannten Variationen geht natürlich auch ein normaler Desktop oder ein Notebook. Ich habe alle diese Varianten hier im Einsatz. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, mit welchen Gerätschaften man den MetaTrader aufrufen und betreiben kann. Das war's für heute und vielen Dank fürs Zuhören.